Eine Dame hatte nicht erwartet, dass ihre Kinder sie so grausam behandeln würden, aber sie beschloss, ihnen eine wichtige Lektion zu erteilen. Selbst die härtesten Herzen würden ergriffen sein, wenn sie erfahren, was diese arme Frau durchgemacht hat. Angela lebte in den letzten Jahren zurückgezogen. Aber ihr Leben war nicht immer so. Sie wuchs in Trient auf, einer der wohlhabendsten Städte im Norden Italiens. Ihr Vater war ein erfolgreicher Geschäftsmann, Besitzer mehrerer Immobilien. Im Laufe der Jahre heiratete Angela Julio, einen der Partner ihres Vaters, in den sie seit ihrer Jugend verliebt war. Sie hatten 3 Kinder, Mattias, Lorenzo und Cristina. Angela und Julio hatten ein großartiges Verhältnis. Sie waren so kompatibel, dass alles reibungslos lief und sie das Familienvermögen stetig steigerten. Die Kinder hatten alles, was sie sich wünschten, und lebten inmitten von Luxus. Die Zeit verging schnell, und ehe sie sich versahen, war das Haus leer. Alle Kinder hatten bereits geheiratet. An den Wochenenden trafen sie sich zu Familienmittagessen. Es war eine Zeit großer Freude für Angela und Julio, die es liebten, alle zusammenzusehen. Sie hatten eine besondere Zuneigung zu ihren Enkelkindern und verbrachten gerne Zeit damit, mit ihnen zu spielen. Es waren wundervolle Zeiten. Aber nicht alles lief reibungslos. Die Dinge begannen sich zu verschlechtern, nachdem Julio gestorben war. Die Kinder begannen, die Familienangelegenheiten ohne Erfahrung zu verwalten. Jeder wollte mehr Kontrolle als der andere, und es entstanden Konflikte zwischen ihnen. Die Treffen am Wochenende hörten auf, und Angela hatte ihre Enkel schon lange nicht mehr gesehen. Sie rief ihre Kinder immer an und bat sie, sie zu besuchen. Sie versprachen zu kommen, aber sie erschienen nie. Wenn sie sagte, dass sie zu ihnen kommen würde, baten sie darum, einen anderen Tag zu vereinbaren, denn sie waren immer beschäftigt. Im Laufe der Zeit wurde Angela immer einsamer, während sich die Kinder untereinander stritten. Viele Immobilien und Ländereien, die sie von ihren Eltern geerbt hatten, wurden verkauft. Die Geschäfte gingen bergab. Angela wollte sich über die Familienangelegenheiten informieren, aber die Kinder logen und sagten, dass alles in Ordnung sei und sie sich keine Sorgen machen müsse. In Wirklichkeit wurden keine Steuern bezahlt, und es häuften sich viele Schulden an. Eines sonnigen Morgens wachte Angela voller Vorfreude auf. Es war ihr 85. Geburtstag. Trotz ihres Alters hatte sie eine jugendliche Energie und begann sofort, ihren eigenen Kuchen zu backen. Sie bereitete köstliche Gerichte zu und deckte den Tisch. Sie zog ihre Lieblingskleidung an und trug ihren speziellen Lippenstift für besondere Anlässe auf. Sie war aufgeregt und wartete darauf, dass ihre Kinder und Enkel, die sie seit langem nicht mehr gesehen hatte, kommen würden. Aber da es ihr Geburtstag war, hoffte sie, dass sie besuchen würden. Ein paar Stunden vergingen und die Türklingel läutete. Angela lief voller Freude zur Tür und ihr Gesicht leuchtete vor Glück. Es waren ihre Kinder und Enkel. Sie konnte es kaum glauben. Endlich waren sie da. Sie betraten das Haus und begannen, sich ohne Zeremonie zu bedienen. Angela konnte kaum essen, sie war zu aufgeregt und wollte alles über sie wissen. Aber die Kinder beachteten sie nicht und waren abgelenkt von ihren Handys, während sie aßen. Sie schienen nicht glücklich über den Geburtstag der Mutter zu sein. Sie aßen schnell und standen sofort auf. »Mutter, nimm deine Sachen. Wir gehen hier weg«, sagte die Tochter. Angela war überrascht und nachdenklich, ohne zu wissen, was sie erwarten sollte. »Aber wohin gehen wir?«, dachte sie. Ihre Augen leuchteten vor Aufregung. Sicherlich würden ihre Kinder sie zu einem besonderen Ort zu ihrem Geburtstag bringen. Sie stiegen ins Auto, ohne zu sagen, wohin sie gingen. Da sie dachte, es sei Teil der Überraschung, beschloss Angela, nicht viele Fragen zu stellen. Ein paar Stunden später kamen sie an ihrem Ziel an. Als das Auto anhielt, schaute sie aus dem Fenster und sah rechts von sich ein renommiertes Restaurant. Angela stieg mit strahlendem Lächeln aus, begeistert. Sie ging auf den Eingang des Restaurants zu, aber bevor sie überhaupt eintreten konnte, hörte sie ihre Kinder von der anderen Straßenseite rufen. »Mutter, was machst du da? Come her. Hier ist es.« Angela schaute zu ihrem Sohn hinüber und las, was auf dem Schild neben ihm stand. Sie konnte es nicht glauben. Sie hoffte, es sei ein Witz. War das wirklich, was gerade passierte? Sie war schockiert und reagierte nicht. Einer der Söhne kam dann auf sie zu und führte sie am Arm. »Mattias, was passiert hier? Warum sind wir hier?«, fragte Angela. »Mutter,
dein Haus wurde verkauft. Wir müssen einige Schulden begleichen, sonst verlieren wir unser Zuhause. Möchtest du sehen, wie deine Kinder und Enkel in Not geraten? Wir brauchen Geld. Hier wirst du Gesellschaft haben. Aber was ist mit all dem Geld passiert? Fragte sie, bevor jemand antworten konnte. Eine Mitarbeiterin des Altersheims kam enthusiastisch auf sie zu, um sie zu begrüßen. Willkommen, Frau Angela. Ich werde Ihnen die Einrichtungen zeigen. Können Sie mir folgen? Während die Mitarbeiterin versuchte, sie zu ermutigen, indem sie ihr das gesamte Gelände zeigte und die anderen Bewohner vorstellte, unterschrieben die Kinder die Papiere, um sie dort zu lassen. Nachdem sie in einem der Zimmer untergebracht war, kamen die Kinder und Enkel, um sich mit kalten Umarmungen zu verabschieden. Sie sagten ihr, sie solle sich keine Sorgen machen, dass es ihr dort gut gehen würde und dass sie so oft wie möglich besuchen würden. Angela schwieg. Seit ihrer Ankunft hatte sie kein Wort mehr gesagt. Die Enttäuschung war so groß, dass sie es nicht glauben konnte. Es fühlte sich an, als hätte sie einen Stich ins Herz bekommen, so groß war der Schmerz, den sie empfand. Im Schockzustand und ohne Reaktion gingen die Kinder, ohne sich auch nur an ihren Geburtstag zu erinnern. Erinnerungen an glückliche Momente mit den kleinen Kindern kamen Angela in den Sinn. Sie hätte nie gedacht, dass sie zu so viel Grausamkeit fähig wären. Alle Kinder hatten große Häuser und hätten sie zu sich nehmen können. Ein Pfleger, der Angelas Unterlagen sortierte, bemerkte, dass es ihr Geburtstag war. Er informierte einen der Betreuer, und sie improvisierten eine kleine Überraschungsparty. Trotz der tiefen Traurigkeit und der Tatsache, dass sie unter Fremden war, nahm Angela die Glückwünsche dankbar entgegen und fühlte sich willkommen. Die Wochenenden vergingen. Einige Senioren bekamen Besuch, aber andere, wie Angela, erhielten weder Besuche noch Anrufe von ihren Familienmitgliedern. Sie wurden vergessen und von ihren Lieben im Stich gelassen. 3 Monate vergingen, und der Muttertag kam. Einige Freiwillige dekorierten den Ort und begannen, die Senioren zu unterhalten, indem sie mit ihnen tanzten und spielten. Angela beobachtete aus der Ferne und erkannte deutlich, dass sie versuchten, ein wenig Freude in diese Dunkelheit zu bringen. Sie hoffte, dass ihre Kinder auftauchen würden, denn alle Familienmitglieder waren zur Feier eingeladen. Aber die Stunden vergingen, und niemand kam. Antonio, einer der Freiwilligen, bemerkte Angelas Traurigkeit und näherte sich ihr. Er versuchte, sie mit einem Zaubertrick zum Lächeln zu bringen, indem er ihr eine Rose schenkte, aber ohne Erfolg. Sie antwortete, »Danke, dass du versuchst, mich aufzuheitern. Aber wie kann ich in diesem Moment glücklich sein? Schau dich um. Wir sind Waisen unserer eigenen Familien geworden. Wir wurden hier vergessen, und unsere Familien besuchen uns nicht einmal an solchen Tagen. Wer möchte seine letzten Jahre so verbringen?« Vor Angelas leerem Blick wusste Antonio nicht, was er sagen sollte. Er wurde von einem anderen Freiwilligen gerufen und verließ am Ende der Feier den Raum. Antonio fragte eine der Betreuerinnen, wann Angela angekommen sei, da es das erste Mal war, dass er sie sah. Angela wurde vor 3 Monaten an ihrem 85. Geburtstag hierher gebracht und seitdem nicht mehr von ihren Kindern besucht, sagte die Betreuerin. Bewegt von der Geschichte begann Antonio, sie fast jedes Wochenende zu besuchen und machte auch anderen Senioren Gesellschaft, die keine Besuche erhielten. Nach und nach entwickelten sie eine schöne Freundschaft und teilten Geschichten. Antonio hatte große Zuneigung für Angela, und dieses Gefühl war gegenseitig. Im Laufe der Zeit vertraute Angela ihm an, wie ihre Kinder sie verlassen hatten und dass sie vor einiger Zeit ihren Ehemann verloren hatte, mit dem sie eine wundervolle Beziehung hatte. Seitdem war ihr Leben einsam geworden. Antonio teilte auch seine Geschichte und sprach über seine Familie. Er erzählte, dass er in einem Unternehmen in der Stadt arbeitete, während seine Frau in einer Schule arbeitete, und dass sie zusammen eine schöne Familie gebildet hatten. Nachdem sie ein Foto von seiner Frau und seinen Kindern gezeigt hatte, bat Angela Antonio, sie zu ihnen zu bringen, um sie kennenzulernen. Antonio antwortete, dass es viele Gelegenheiten geben würde und dass er sie sicherlich so bald wie möglich mitnehmen würde. Angelas Tag wurde besser, wenn Antonio auftauchte, und an den seltenen Gelegenheiten, wenn er sie nicht besuchen konnte, rief er immer im Altersheim an, um sie zu informieren, denn er wusste, dass sie ihn immer voller Vorfreude erwartete. Antonio war ihr einziger Freund, und Angela betrachtete ihn als Teil der Familie.
Obwohl es andere Senioren im Altersheim gab, fühlte sie sich nicht wohl dabei, ihr Leben mit ihnen zu teilen. Einige erinnerten sich an nichts, wussten nicht, wer sie waren oder woher sie kamen, aufgrund ihres hohen Alters oder einer geistigen Störung. Aber Angela war trotz ihres Alters völlig klar im Kopf und liebte es, in ihren Büchern zu versinken. An einem bestimmten Tag kam Antonio zu Besuch, aber dieses Mal war er nicht allein. Seine beiden Kinder und seine Frau begleiteten ihn. Angela war überglücklich und aufgeregt über den Besuch. Endlich konnte sie Antonios Familie kennenlernen, von der er immer so stolz erzählt hatte. Was sie überraschte, war Antonios jüngster Sohn. Sie bemerkte, dass er ein Problem mit beiden Füßen hatte, entschied sich aber, nichts dazu zu sagen. Nach einiger Zeit des Gesprächs verabschiedete sich Antonio frühzeitig von Angela und brachte die Kinder nach Hause, da sie sich ausruhen mussten. Ohne dass Angela es wusste, hatte Antonio den Kontakt zu einem ihrer Söhne bekommen und rief ihn an, um ihn zu bitten, sie zu besuchen, da schon lange keine Besuche mehr stattgefunden hatten. »Hallo, mit wem spreche ich, bitte?« fragte Antonio. »Hier ist Matthias. Schau, wenn es um das Darlehen geht, habe ich der Sekretärin bereits gesagt, dass wir nächsten Monat bezahlen werden.« »Entschuldigung, Herr Matthias. Es geht nicht um das Darlehen, es geht um deine Mutter. Ist sie gestorben?« »Nein. Gott sei Dank, es geht ihr gut. Ich habe angerufen, um zu sehen, ob jemand von euch sie besuchen könnte. Es ist schon lange her, und sie vermisst euch und die Enkel sehr. Schau mal, wir werden sehen, ob wir Zeit finden, aber es ist kompliziert. Ich habe viele Dinge zu erledigen und habe in letzter Zeit keine Zeit«, antwortete Matthias. »Ich verstehe und hoffe, dass ihr kommen könnt. Das wird sie sehr glücklich machen.« Die Tage vergingen und leider kam niemand. Antonio fuhr fort, sie zu besuchen, und betrachtete Angela als seine Großmutter. Sie verstanden sich gut, und er wünschte, er hätte sie früher kennengelernt. Eines Tages, nach einigen lockeren Gesprächen, fragte Angela Antonio nach seinem Traum. »Nun, mein Traum ist es, meinen Sohn laufen zu sehen. Leider konnten wir die Behandlung nicht fortsetzen, da sie extrem teuer ist und wir uns das nicht leisten können. Warum hast du mir das nicht früher erzählt? Ich kann dir helfen.« »Wirklich? Aber wie?« fragte Antonio. »Mein Sohn, hol mir bitte einen Stift und ein Papier.« Antonio tat, was sie verlangte. Angela notierte eine Adresse, erklärte einige Details und übergab ihm einen Schlüssel. »Dort findest du eine kleine Scheune. Genau dort steht es geschrieben. Du wirst eine Kiste finden, die mit diesem Schlüssel geöffnet werden kann. Du wirst es gut nutzen. Geh deinem Traum nach und komm erst zurück, wenn du das erledigt hast.« Antonio und Angela verabschiedeten sich dann. Am nächsten Tag, nach Feierabend, fuhr Antonio zur von Angela angegebenen Adresse. Dort fand er die Scheune und nach einer gründlichen Suche die verstaubte Kiste. Es war offensichtlich, dass sie dort seit vielen Jahren war. Mit einigem Aufwand hob Antonio die Kiste hoch, überrascht von ihrem Gewicht. Er beschloss, sie zu Hause zu öffnen, zusammen mit seiner Frau. Als sie zurückkehrten, waren beide gespannt darauf, ihren Inhalt zu entdecken. Mit dem von Angela gelieferten Schlüssel öffnete Antonio die Kiste und fand mehrere alte Familienfotos der Frau. Intrigiert fragte er sich, wie dies seinem Sohn helfen könnte. Als er jedoch die Fotos herausnahm, bemerkte er ein geheimes Fach. Was er dort fand, versetzte ihn in Erstaunen. Es war unglaublich. Drinnen lagen mehrere atemberaubende Schmuckstücke und Goldbarren. Tränen der Rührung stiegen ihm in die Augen. Nun gab es neue Hoffnung für die Genesung seines Sohnes. Am nächsten Tag, entschlossen, die Behandlung zu beginnen, die die Bewegungen des Jungen wiederherstellen könnte, machten sie sich auf den Weg zu einem spezialisierten Krankenhaus, wissend, dass jeder Tag, der vergeht, das Risiko einer irreversiblen Verschlechterung erhöht. Der gefundene Betrag würde ausreichen, um alle Behandlungskosten zu decken, und es würde noch etwas übrig bleiben. Am nächsten Morgen beschlossen Antonio und Laura, seine Frau, ein Haus für Angela zu kaufen, nur wenige Schritte von ihrem eigenen entfernt, als Dankeschön. Sobald sie den Kauf abgeschlossen hatten, gingen sie direkt zum Altersheim, um sie zu überraschen und mitzunehmen, da sie wussten, wie sehr sie es hasste, dort zu sein. Sie kamen gegen 17 Uhr an und suchten nach Angela, aber sie war nicht in ihrem Zimmer. Als sie einen der Pfleger fragten, erhielten sie eine verheerende Nachricht: Angela war in der Nacht zuvor verstorben.
Sie hatten keine Chance gehabt, ihre immense Dankbarkeit auszudrücken. Tage vergingen und Antonio fühlte immer noch eine tiefe Leere. Angela hatte eine unauslöschliche Spur in ihrem Leben hinterlassen, und sie hofften, bald mit ihr die Freude zu teilen, ihren Sohn gehen zu sehen. Aber leider war sie unerwartet gegangen. Um ihr Tribut zu zollen und ihre Großzügigkeit zu dokumentieren, beschloss Antonio, anonym ihre Geschichte in einer lokalen Zeitung zu teilen. Der Artikel wurde in verschiedenen Städten und sogar in anderen Ländern prominent vorgestellt, wie jetzt, bis er zu ihnen kam. Angelas Kinder waren überrascht zu erfahren, dass ihre Mutter einem Fremden das letzte wertvolle Erbe der Familie gegeben hatte. Aber sie wussten nicht, wie glücklich dieser Fremde sie in ihren letzten Tagen gemacht hatte. Wie das Sprichwort sagt, ein Vater kann sich um 10 Kinder kümmern, aber 10 Kinder können sich nicht um einen Vater kümmern. Seien Sie immer freundlich zu älteren Menschen, denn eines Tages waren Sie freundlich zu dem Kind, das Sie waren. Möge uns diese Geschichte dazu bringen, über die Bedeutung nachzudenken, die Ältere nicht zu verlassen. Teilen Sie Ihre Meinung gerne in den Kommentaren mit. Vergessen Sie nicht, einen Daumen nach oben zu geben und sich für weitere Geschichten wie diese zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.